Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Game. Wir gucken uns heute Fireside an. Ich habe gar nicht so richtig eine Ahnung, worum es geht. Ich habe einen Key für das Game bekommen. Und ich habe auf der Steam-Seite so ein bisschen geguckt und es sah sehr, sehr cozy aus und vom Grafikstil irgendwie sehr schön. Und es soll irgendwie eine Reise erzählen und um die Rast zwischen den Reisen und dem Handeln mit anderen Entdeckern gehen, mit anderen Reisenden. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir starten einfach mal so rein und gucken mal, was uns erwartet. Ich habe auch noch nicht angespielt diesmal. Also ich weiß wirklich gar nichts. Eine stürmische Nacht. Das Meer ist heute Nacht stürmisch. Das Tosen der Wellen erfüllt die Luft und in der Ferne grollt der Donner. Ein kleines Rettungsboot tanzt auf den wütenden Wellen. Du kämpfst dich im Rettungsboot inmitten des tosenden Sturms zum Ufer vor. Hinter dir sinken die Überreste deines Schiffes langsam auf den Meeresgrund. Ich bin übrigens immer noch ein bisschen krank. Ich glaube, man hört das immer noch an meiner Stimme. Ich werde es irgendwie einfach nicht los. Wir rudern schneller. Dein Rettungsboot ächzt unter der Last der Wellen. Aber ehe du merkst, dass es auseinanderbricht, bist du schon ins Meer geworfen worden und hast kaltes, salziges Wasser geschluckt. Überall um dich herum treiben Holzstücke und verlorene Waren. Und du greifst nach dem, was dir am nächsten ist. Es ist ein gesplitterter Holzbalken oder ein alter Jutesack. Wir nehmen mal den Holzbalken. Du klammerst dich an den Holzbalken und paddelst durch die Wellen. Mit dem Holz, das dich trägt, paddelst du weiter und erreichst schließlich das Ufer. Entkräftet kriechst du auf den Strand, weg vom wütenden Meer. Sobald du in Sicherheit bist, brichst du erschöpft im Sand zusammen. Okay, wir sind angekommen. Mehr schlecht als recht. Hallo? Kannst du mich hören? Ich höre dich. Noch 5 Minuten bitte. Mein Kopf tut weh oder sagt nichts. Ich höre dich. Das ist gut. Komm schon, hoch mit dir. Du blinzelst ein paar Mal und setzt dich langsam auf. Sind wir das hier? Wie geht es dir? Ich glaube, es geht schon einigermaßen. Ah nee, wir sind das hier. Mit dem Holzbalken war es wahrscheinlich viel einfacher, den Strand zu erreichen. Es war das Einzige, was ich erwischen konnte, nachdem ich über Bord gegangen war. Ich weiß nicht, ob der Jutesack uns mehr gebracht hätte. Du Glückspilz. Ein bisschen Holz hätte mir damals sehr geholfen, als ich hier gestrandet bin. Du solltest ihn behalten. Der alte Mann schleppt den Holzbalken am Strand entlang zu dir. Danke, bist du auch gestrandet? Was ist das für ein Ort? Bist du auch gestrandet? Vor einer Weile, ja. Seitdem lebe ich hier. Es ist gar nicht so schlecht. Wir kommen hier alle irgendwie zurecht. Übrigens, ich heiße Costa. Und wie heißt du? Wir sind Pawsey. Oh, was für ein schöner Name. Na, danke, danke. Sag mal, erinnerst du dich an irgendetwas vom Schiffsuntergang? Du versuchst dich zu erinnern, aber die Erinnerungen bleiben verschwommen. Ich war an Bord meines Schiffes und ging meine Bestände durch. Nicht, dass das wichtig wäre, die meisten meiner Waren liegen jetzt auf dem Grund des Ozeans. Meine Ersparnisse sind weg, einfach so. Güter können ersetzt werden, dein Leben aber nicht. Da hat er recht. Du reist also zum Handeln umher? Die Reise sollte dazu beitragen, mein Geschäft zu erweitern. Aber jetzt sieht es so aus, als ob ich wieder am Anfang stehe, mit nichts als diesem Holzbalken. Ich bin sicher, dass du das irgendwie hinbekommst. Sobald der Morgen anbricht, natürlich. Heute Nacht kannst du meinen Schlafsack haben. Ich werde den Strand auskundschaften, während du schläfst. Ja, ich denke, der lebt hier. Warum muss er denn den Strand auskundschaften? Wir treffen uns einfach morgen früh am nächsten Lagerfeuer am Strand, okay? Du nickst schläfrig, während du in den kuscheligen Schlafsack neben dem verglimmten Lagerfeuer schlüpfst. Alright, können wir uns jetzt noch ein bisschen umgucken oder müssen wir schlafen gehen? Wir müssen schlafen gehen. Während Costa in der Dunkelheit verschwindet, schläfst du vor Erschöpfung zwar tief, aber unruhig. Drücke den grünen Button, um zu lernen, wie man spielt. Gucken wir uns das Tutorial an. Um dein nächstes Ziel auszuwählen, klicke einfach auf das Lagerfeuer, um deine Reise zu beginnen. Du kannst die Kamera bewegen, indem du mit der Maus klickst und ziehst, oder indem du die Maus an den Rand des Bildschirms bewegst. Okay, man kann das Ganze auch mit Controller spielen. Wir gucken erstmal mit Tastatur und Maus und gucken mal, was irgendwie komfortabler ist. Wir können uns hier jetzt nicht umgucken. Wir können auch nicht rumlaufen. Mit WASD kann ich noch die Karte bewegen. Das heißt, wir müssen auf das Feuer klicken. Wir haben keine freie Bewegung, wie es aussieht. Das hatte ich irgendwie gehofft, dass wir uns frei umgucken können. Treibholz. Als du den Strand entlang läufst, entdeckst du, dass er mit Überresten deines gesunkenen Schiffs übersät ist. Hier muss es doch etwas Nützliches geben, oder? Untersuche die zerbrochenen Truhen, grabe in der Nähe der zerbrochenen Planken.
Wir gucken mal in den Truhen, würde ich sagen. Du durchsuchst einige zerbrochene Truhen, bis du eine findest, deren Inhalt auf wundersame Weise trocken geblieben ist. Du ziehst eine flauschige, größtenteils trockene Decke aus der Truhe. Immerhin, besser als nichts. Okay, wir sind am nächsten Lagerfeuer. Super, du bist hier. Die Lagerplätze sind nicht ganz einfach zu finden, nicht wahr? Das war eigentlich einfach, aber wie viele gibt es denn? Ich bin froh, dass du mir eine genaue Wegbeschreibung gegeben hast. Es scheint viel mehr Lagerplätze in der Gegend zu geben. Oh ja, im ganzen Flussdelta gibt's viele. Orte der Ruhe und Erholung für müde Wandernde. Apropos, ich bin Beth. Hier begegnet? Also, ich bin Beth hier begegnet und ich dachte, Costa sagte, dass du zum Handeln umherreist. Ich suche einige ganz bestimmte Artikel, aber niemand hier scheint sie zu haben. Ja, wir haben jetzt auch nichts mehr. Ja, ich handle mit Waren. Leider habe ich derzeit nicht viele Waren anzubieten. Was genau suchst du? Schon seit Tagen suche ich nach einer neuen Decke. Ach, was ein Zufall. Während der letzten Stürme ist es richtig kalt geworden, weißt du? Oh, dann habe ich vielleicht genau das Richtige für dich. Erst heute Morgen bin ich auf eine wunderschöne Decke gestoßen. Aber wäre es nicht sinnvoll, die selber zu behalten, wenn wir gestrandet sind? Ich meine, wir müssen auch irgendwie warm bleiben, oder? So ein Zufall, ja. Warum machst du nicht mit Beth ein kleines Tauschgeschäft? Alright. Wir bieten die Decke. Und jetzt können wir uns was als Gegenleistung aussuchen, ja? Wasser wäre wahrscheinlich smart. Ich weiß nicht, wie sehr wir am Überleben arbeiten müssen. Also wie viel wir irgendwie was wie Hunger und Durst haben. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ein Mörtel, ein Seil, Schal, Münze. Weiß nicht, ob wir jetzt das Wasser drauflegen? Oh, der Schal ist ganz viel wert. Gut, den Schal kriegen wir nicht. Der ist zu viel wert für uns. Was ist denn mit einer Münze? 2 Münzen. Und das Wasser. Das Seil. Okay, eine Münze wieder weg. Ich versuche ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was wie viel wert ist. Wir könnten das 1:1 gegen das Seil tauschen. Meine Katzen toben schon wieder durch die Gegend. Ich weiß nicht, wofür brauchen wir denn das Seil? Fast so nützlich wie ein Handtuch zu haben. Kann zum Klettern auf Bäume verwendet werden. Wir nehmen das Seil mal mit. Handeln das mal. Die Waage zeigt einen Tausch immer aus deiner eigenen Perspektive an. Das bedeutet, dass eine andere Person verschiedene gewünschte Gegenstände anders bewerten kann, als es auf der Waage angezeigt wird. Ah, okay. Das heißt, es hätte sein können, dass die Dinge, die uns jetzt als zu schwer angezeigt worden sind, von ihm aber anders bewertet werden und wir die auch hätten kriegen können? Sehe ich das richtig? Eine Decke. Und sie ist so weich. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, bist du um Handumdrehen wieder im Geschäft. Wir könnten hier wirklich eine Person brauchen, die Waren vertreibt. Danke. Wir sind mal nett. Obwohl es ein Glücksfall war, hatte ich genau das, wonach Beth gesucht hatte. Ich muss mir überlegen, wie ich mehr Waren bekommen kann. Mach mal langsam, du bist erst gestern hier gestrandet. Lass es erstmal einmal langsam angehen. Wie wäre es, wenn wir uns schlafen legen? Stimmt, ich bin vom vielen Laufen ziemlich kaputt. Zeit ins Bett zu gehen. Okay, ich hoffe, die Tage werden noch ein bisschen länger und gehaltvoller, wenn das Tutorial durch ist. Okay, jetzt können wir uns entscheiden, zu welchem Feuer wir laufen wollen. Entweder hier oder hier unten. Ich würde mal am Strand weitergehen, in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen was von unseren Sachen finden. Wir können uns unterhalten. Der braucht ein Seil, wie es aussieht, und der ein Apfel, ja? Was haben wir hier? Hey, ich versuche immer noch das zu benutzen, weißt du? Du erschrickst, drehst dich um und entdeckst neben dir einen anderen Reisenden. Du kannst dich nicht einfach nach vorne drängeln, wenn du den Schrein benutzen willst. Ich warte auch schon den ganzen Tag darauf, dass er wieder aufwacht. Ein Schrein? Was ist das? Ah, du musst neu hier sein. Also gut, hör zu. Der Schrein dort ist Teil eines Seelengeflechts. Das ist das magische Band, das die Menschen verbindet. Wir können uns gegenseitig Nachrichten schicken und sogar Waren tauschen. Diese leuchtenden Schreine sind also wie kleine Eckpfeiler, die dieses Seelengeflecht stabilisieren? Ganz genau. Allerdings hat der Sturm gestern Nacht wohl einige Schreine in der Gegend beschädigt.
Aber es ist ein gutes Zeichen, dass dieser hier wieder funktioniert. Du kannst es auch versuchen. Berühre einfach den Schrein. Ach, jetzt dürfen wir uns vordrängeln, ja? Das ist aber nett. Vielleicht kann ich zu Hause jemanden um Hilfe bitten. Du streckst die Hand aus, um den Schrein zu berühren. Sobald deine Hand den Felsbrocken berührt, umgibt dich ein blauer Lichtstrahl. Eine unsichtbare Kraft zieht dich näher an den Schrein heran, weg vom Lagerplatz. Huch. Wow, was ist los? Du hast dich mit Hilfe des Seelengeflechts hierher teleportiert. Das ist los. Okay. Ah, jetzt können wir uns frei bewegen hier. Hätten wir das vorhin auch schon gekonnt? Ich hab's noch nicht gemerkt. Nee, ne? Okay, wir können aber nichts mitnehmen oder so. Dann quatschen wir hier doch mal. Das war unabsichtlich, ich schwöre. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren? Das Seelengeflecht steht kurz vor dem totalen Zusammenbruch. Hast du eine Ahnung, wie gefährlich das ist? Ein kaputtes Seelengeflecht? Ich war nur neugierig, entspann dich. Moment mal, das ergibt keinen Sinn. Was ist mit diesem seltsamen Seelengeflecht los und warum ist es kaputt? Die Geistererscheinung schaut dich an und blinzelt eulenhaft. Dann seufzt die Kreatur und beruhigt sich. Egal, egal. Ich kann dir nicht vorwerfen, dass du es hättest besser wissen müssen. Ich weiß selbst nicht, was ich tun soll, um ehrlich zu sein. Eigentlich hättest du gar nicht in der Lage sein sollen, dich hierher zu teleportieren. Und trotzdem ist es passiert. Ich habe nur den Schrein berührt. Ich wusste nicht, dass ich hier landen würde. Wo bin ich hier? Hier ist das Mittelpunkt des Seelengeflechts. Und ich, Knack, hüte es. Obwohl es im Moment nicht viel zu hüten gibt. Das Seelengeflecht ist vor kurzem zusammengebrochen, weißt du? Es ist im Moment sehr instabil und ich habe nicht die Mittel, es zu reparieren. Was genau ist das Seelengeflecht? Warum erzählst du mir nicht zuerst etwas über dieses Seelengeflecht? Ich habe noch nie etwas von ihm gehört. Das Seelengeflecht verbindet Menschen, die weit voneinander entfernt sind. Es hilft dabei, Freundschaften zu pflegen und macht das Leben der Reisenden einfacher. Oder zumindest hat es das getan, bevor es anfing zusammenzubrechen. Jetzt ist die Magie so schwach, dass ich diesen Ort nicht einmal verlassen kann, um nachzuforschen. Und trotzdem konntest du dich mit der eingeschränkten Seelenenergie hierher teleportieren. Nun, da du sicherlich etwas damit zu tun hast, kannst du mir vielleicht auch helfen, das Seelengeflecht zu reparieren. Ich weiß nichts von alledem. Wie kann ich helfen? Warum kannst du es nicht selbst tun? Wie können wir denn helfen? Ich bin mir nicht sicher, was ich tun kann. Wo ich herkomme, gibt es keine Schreine. Du wirst es im Laufe der Zeit herausfinden. Zunächst einmal sollte die Reparatur einiger Schreine oberste Priorität haben. Das wird das Seelengeflecht stabilisieren und wir können dadurch etwas Zeit gewinnen. Aber wie soll das genau gehen, die Schreine zu reparieren? Mit Seelenenergie natürlich. Sammel genug davon und es sollte klappen. Zumindest vorerst. Ich glaube, ich habe gerade noch genug Seelenenergie übrig, um dich zurück ins Flussdelta zu schicken. Aber ich weiß nicht, wo ich diese Seelenenergie herbekomme, von der du sprichst. Oh, das ist ganz einfach. Du findest Menschen und hilfst ihnen. Seelenenergie entsteht durch Dankbarkeit und Freundlichkeit. Das sollte doch kein Problem für dich sein, oder? Aber keine Zeit, verstehst du? Zusammenbrechendes Seelengeflecht. Ab mit dir. Ehe du protestieren kannst, umhüllt dich eine weitere Welle blauen Lichts und reißt dich mit sich fort. Natürlich müssen wir wieder die Drecksarbeit machen. War ja klar. Hilf anderen Reisenden, indem du deine Fähigkeiten beim Handeln einsetzt. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie ein gutes Geschäft gemacht haben, bekommst du ihre Dankbarkeit als Seelenenergie. Okay, wir können uns hier noch unterhalten. Ahoi, schön ein neues Gesicht hier zu sehen. Ich bin Maren, eine ehemalige Piratenkönigin und Seefahrerin. Hey! Ahoi, Captain. Ich heiße Porsi. Freut mich, dich kennenzulernen. Es heißt, der Sturm hat dich hierher gespült. Du kannst von Glück reden, dass du es geschafft hast. Der war heftig. Hat sogar die nahegelegene Brücke weggespült. Es ist im Moment unmöglich, den Fluss zu überqueren. Brauchst du Hilfe bei der Reparatur? Es klingt, als bräuchten wir viele Materialien und Werkzeuge, um sie zu reparieren. Aber wir brauchen definitiv 2 neue Holzbalken und eine Handvoll Nägel. Ich habe etwas Holz von meinem Schiffswrack. Würde das helfen? Das ist auf jeden Fall besser, als keine Holzbalken zu haben. Hast du sonst noch was? Leider nein. Ich habe früher mit Waren gehandelt, aber im Moment habe ich nicht viele. Keine Sorge, Grünschnabel. Ich bin sicher, dass wir morgen am Ufer noch mehr angespültes Holz finden. Aber ich habe ein paar Dinge, die wir gemeinsam nutzen können. Hier sind sie.
zweimal Muscheln und eine Kokosnuss. Vielleicht kannst du mit ihnen Tauschgeschäfte machen. Mit Handeln habe ich es nicht so. Kann sowas auch nicht verwenden. Danke, das ist wirklich nett von dir. Falls du noch etwas findest, komm einfach morgen zur Brücke runter. Ich fange gleich morgen früh mit der Arbeit an der Brücke an, also schlage ich mein Lager auf dem nächsten Lagerplatz auf. Okay, dann wollen wir mal handeln. Wir brauchten noch einen weiteren Holzbalken und eine Handvoll Nägel waren das, oder? Kann ich das auch noch wieder abbrechen? Ja. Was hast du im Angebot? Eine Handvoll Nägel, guck mal. Dann, was können wir denn anbieten? Eine Muschel vielleicht. Und eine Kokosnuss. Ah, wie sieht's aus? Das erscheint mir etwas teuer. Diese Dinge sind für mich wertvoller als dein Angebot. Das Seil brauchten wir nicht, ne? Okay, das gleicht die Waage aus. Dann machen wir das mal. Und wir brauchen noch einen Holzbalken. Aber keiner von den beiden hat einen Holzbalken, ne? Schilf. Zucker. Der möchte eine Muschel haben. Oh, da kann man sehen, was die haben wollen. Das habe ich eben gar nicht gesehen. War das bei dem auch? Ah, der möchte eine Karotte. Okay, das habe ich nicht gesehen. Weil hier könnten wir jetzt natürlich das hier gegen eine Karotte eintauschen. Beispielsweise. Kriegen wir jetzt ein bisschen mehr Seelen-Dings? Weil wir ihm das gegeben haben, was er wollte? Ja, oder? Das heißt, wenn wir ihm jetzt die Karotte geben und vielleicht unser Seil zurückfordern. Oh. Eine Muschel dazu? So? Okay. Der hat seinen Lieblingsgegenstand erhalten. Wunderbar. Und dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Weil wir brauchen ja Holz. Holz hat keiner von den beiden. Das heißt, wir müssen hoffen, dass was angespült wird. Hier kann ich mich aber nicht weiter umgucken. Das ist unser Rucksack. Questgegenstände. Warte. Wenn du den Stern auswählst, kannst du zwischen deinen normalen Gegenständen und den speziellen Gegenständen für die Quest wechseln. Wenn du nach Hause zurückkehrst, behältst du alle Questgegenstände. Alright. Und hier sind unsere Quests. 2 Holzbalken und einem Satz Nägel, genau. Auch alle Leute, die wir kennengelernt haben. Dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Während du einschläfst, überlegst du, wie du 2 Holzbalken und einen Satz Nägel bekommst, um die Brücke zu reparieren. Einen Holzbalken brauchen wir noch. Sammel Ressourcen für den Tauschhandel, in dem du reist. Die Ressourcen werden auf dem Weg angezeigt und automatisch eingesammelt, wenn du sie erreichst. Du kannst diese Gegenstände dann verwenden, um Dankbarkeit zu erlangen. Okay. Hier ist das nächste Lagerfeuer, wo sie wartet. Wir brauchen aber Holz und ich sehe hier kein Holz. Hier haben wir eine Banane. Die können wir verkaufen. Und hier haben wir Kakaobohnen. Gehen wir mal bei den Kakaobohnen vorbei, würde ich sagen. Kann ich das? Ach, ich muss das Lagerfeuer auswählen. Alright, dann... Hier haben wir noch ein weiteres Lagerfeuer, was wir vielleicht vorher noch abklappern können. Aber hier unten ist das Holz, was wir brauchen, oder? Haben wir schon Kakaobohnen? Nee. Gehen wir mal hier lang. Wir springen den Weg mal. Der riesige Rucksack, wie kommt die denn von A nach B? Ein kleines Tröpfchen schaut dich mit wässrigen Augen an. Buchstäblich. Du gehst nervös ein wenig auf Abstand. Frag nach dem Namen, versuche es zu beruhigen. Hey, kleiner Freund, wie heißt du denn? Ja. Oh, ich heiße Kevin. Oh, die kleine Kappe mit dem Propeller. Er schnieft und wischt seine Triefnase. Hallo Kevin, ich heiße Pawsey. Siehst du? Jetzt, wo wir uns kennen, gibt es keinen Grund mehr, Angst zu haben. Ja. Ich will meine Mami. Sie hat mich hier zurückgelassen und jetzt kann ich nicht nach Hause. Wo wohnst du denn? Das scheint das kleine Tröpfchen noch mehr aus der Fassung zu bringen. Oh. Okay. Es ist natürlich oben im Himmel bei den Wolken. Ich bin aus Versehen hinuntergefallen, als ich eine Sternschnuppe kitzeln wollte und dann bin ich hier auf den Boden geplumpst. Als ich mich wieder aufrappelte, war meine Mutter bereits vom Wind weggefegt worden. Warte mal, du meinst also, deine Mutter ist eine Wolke?
Sie ist die größte und flauschigste Wolke, die ich je gesehen habe. Meine Geschwister und ich leben mit ihr oben im Himmel über den Bergen. Manchmal, wenn die felsigen Gipfel ihren Bauch kitzeln, machen wir alle eine kleine Rutschpartie. Aber sie kommt immer zurück, um uns abzuholen. Kevin fängt nun ernsthaft an zu weinen. Tränen laufen ihm über die Wangen, nur um sofort wieder mit dem Rest seines wässrigen Körpers zu verschmelzen. Du merkst schnell, dass er immer so weitermachen wird, wenn du nichts unternimmst. Umarme ihn, biete ihm an, nach seiner Mutter zu suchen, biete ihm an, ein Zuhause für ihn zu finden. Wir finden ein Zuhause? Wir finden ein neues Zuhause für dich. Kevin schnieft und reibt sich die Augen. Okay, wir sind gerade aufgestiegen. Ich dachte, wir haben gerade ganz viel verloren. Und reibt sich die Augen, während er zu dir aufschaut. Ich habe nach meiner Mutter oder einer Bleibe gesucht. Aber die Flüsse und das Meer hier sind voll und niemand hat Platz für mich. Er muss nicht groß oder luxuriös sein. Nur, ich möchte einen Ort haben, der zu mir gehört. Nur bis meine Mutter kommt, um mich abzuholen. Ich bin sicher, wir finden etwas. Ich helfe dir erst einmal, eine Unterkunft zu finden und dann sehen wir, wie wir das Problem mit deiner Mutter lösen. Ich zähle auf dich. Du versprichst, dass du zurückkommst, sobald du ein Zuhause für mich gefunden hast, nicht wahr? Auf jeden Fall. Großes Ehrenwort. Oh, süß. Okay. Wir haben keine Muscheln und auch keinen Zucker mehr. Lass mal gucken, ob wir irgendwas davon ertauschen können. Die hat Zucker. Und Nägel. Eine Blume. Wir brauchen aber Holzbalken. Der hat Holzbalken. Gucke mal. Und möchte Zucker. Dann ertauschen wir uns doch erstmal den Zucker. Mal gucken, wie viel der Zucker wert ist. Oh. Oh, dann tauschen wir doch mal gegen die Kokosnuss. Oh. Und was ist, wenn wir Kakaobohnen drauflegen? Auch zu teuer. Beides? Okay. Damit ist sie zufrieden. Dann können wir jetzt mit ihm tauschen. Und zwar den Zucker gegen Holzbalken. Hoffentlich. Ich habe noch ein Seil, was wir tauschen können. Mehr haben wir aber nicht. Alright. Der hat sein Lieblingsobjekt bekommen. Ihr Lieblingsobjekt kann ich leider nicht beisteuern, weil wir haben keine Muscheln mehr. Dafür haben wir jetzt alles, was wir brauchen, um die Brücke zu reparieren. Oh, eine Papaya. Da oben gäbe es nochmal Zucker, aber wir gehen mal hier weiter. Wir haben, glaube ich, 2 Papayas bekommen, ne? Ah, die schon wieder. Die möchte auf jeden Fall eine Papaya und der möchte Nüsse. Wir unterhalten uns aber erstmal. Ich wollte nicht handeln, ich wollte mich unterhalten. Wie läuft es mit dem Materialsammeln? Hast du etwas Gutes für die Brücke gefunden? Ja, sieh dir das an. 2 Holzbalken und ein Satz passender Nägel. Mehr brauchen wir doch nicht, oder? Wow, ich bin beeindruckt. Und da stehe ich mit leeren Händen. Ein Glück, dich in meiner Crew zu haben. Also gut, wie lautet der Plan? Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Triff mich morgen an der Brücke. Sobald du da bist, legen wir los und reparieren das Ding. Okay. Dann tauschen wir noch mal ein bisschen fröhlich. Papaya haben wir, das will sie gerne. Strohballen. Fruchtige Zartbitterschokolade. Curry. Holzbalken. Gedünsteter Reis. Mal gucken, was wir für die Papaya denn kriegen. Das Curry ist wahrscheinlich zu teuer, ne? Gegen 2 Papaya? Oh, das hat geklappt, obwohl das so... Vielleicht hätte eine Papaya schon gereicht. Das mit dem Handeln muss ich noch ein bisschen rausfinden, wie da die Balance ist. Der möchte Nüsse. Nüsse haben wir leider nicht. Gewürz und eine Papaya. Okay, wir lassen das erstmal so. Und reisen mal, also gehen mal schlafen und reisen dann weiter. Jetzt können wir die Brücke reparieren. Du kontrollierst deine Materialien und gehst mit Maren zur Brücke. Das machen wir. Mit Material und Werkzeug machen du und Maren euch daran, die alte Brücke zu reparieren. Es dauert den ganzen Tag, aber am Ende schafft ihr es und könnt endlich den Mangrovenwald verlassen. Neues Gebiet. Ist ein süßes Game. Auch wenn man sich nicht frei bewegen kann, gibt es trotzdem irgendwie viel zu tun bisher. Und das Ganze spielt sich halt wirklich nur in den Lagerfeuern ab, ne? Danke, dass du mir mit der Brücke geholfen hast. Du hast hier den Leuten einen riesengroßen Gefallen getan.
Du schaust dich am Lagerfeuer um und siehst viele glückliche Gesichter, die froh sind, dass ihre Brücke wiederhergestellt wurde. Dir wird warm ums Herz. Ah, nicht der Rede wert. Eigentlich habe ich nach etwas anderem gesucht, als ich hierher kam. Hast du hier in der Gegend irgendwelche Schreine gesehen? Schreine? Vom Seelengeflecht? Ganz genau. Warum versuchst du es nicht mit dem da drüben? Ich finde, der schaut aus wie ein perfekter Schrein. Ach, der da. Okay. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwas handeln können vielleicht. Nö. Haben wir hier ein Marmeladenbrot. Ich weiß halt nicht, was wir brauchen. Als du dich auf dem Lagerplatz umsiehst, entdeckst du einen weiteren leuchtenden Schrein. Du erinnerst dich an die Worte des Geistes und streckst die Hand aus und berührst den Schrein. Ein seltsames Gefühl durchströmt dich wie ein sanftes Kitzeln in deiner Brust. Es ist fast so, als ob du die Dankbarkeit des Flussvolkes, das sich über deine neue Brücke freut, durch deine Fingerspitzen direkt in den Schrein fließen lassen kannst. Dankbarkeit gibt dir Seelenenergiemünzen. Nutze diese, um den Schrein zu reparieren. Nachdem du den Schrein repariert hast, kannst du hier deine nächste Reise beginnen. Aha. Okay, wir haben jetzt eine Münze eingebüßt dafür. Nachdem du den Schrein wiederhergestellt hast, streckst du die Hand aus, um ihn erneut zu berühren. Schon bald bist du wieder in blaue Lichtfäden gehüllt und spürst den vertrauten Sog von früher. Spannend. Oh, wir sind wieder da. Da bist du ja wieder. Ich dachte schon, ich hätte dich im Seelengeflecht verloren. Ach, du kannst doch nicht den ganzen Tag so herumspazieren. Ich bin nicht herumspaziert. Ich habe versucht, zum Schrein zu kommen, aber wir mussten erst die Brücke reparieren. Also chill mal. Ich bin jetzt wieder da und alles ist gut. Nein, nichts ist gut. Du bist schon viel zu lange fort gewesen und hast dabei meine wertvolle Energie verschwendet. Ich musste dich hierher zurückholen. Hast du eine Ahnung, wie schwer das war? Mich zurückholen? Wir haben doch den Schrein repariert. Ich dachte, ich sollte den Schrein reparieren und mich hierher zurückteleportieren. Das solltest du, aber du hättest dir nicht so viel Zeit lassen sollen. Das hat mir meine eigene Seelenenergie geraubt. Ich hatte nicht einmal genug Seelenenergie, um deine Gegenstände hierher zu teleportieren. Oh Mann, ich war gerade dabei, ein paar Sachen zum Verkaufen zu sammeln. Sei froh, dass ich dich wohlbehalten hierher bringen konnte. Hör zu, ich habe etwas recherchiert, während du weg warst. Da seine Seelenenergie so niedrig war, griff die Magie des Seelengeflechts nach jeder Kraftquelle, die sie finden konnte. Als du dich hierher teleportiert hast, während ich versucht habe, das Seelengeflecht zu stabilisieren, hat es ein bisschen was durcheinander gebracht. Jetzt sind unsere Seelen beide an das Seelengeflecht und die Schreine gebunden. Das klingt nicht gut. Es ist tatsächlich nicht gut. Wenn du zu lange wegbleibst, entziehst du mir und dem Seelengeflecht die Seelenenergie. Und wenn das Seelengeflecht deswegen wieder zusammenbricht, ist es für immer. Ganz zu schweigen davon, dass du und ich mit untergehen werden. Eine eher unangenehme Erfahrung, die ich lieber vermeiden möchte. Und dann werden auch keine Freunde mehr kontaktiert, keine Gegenstände mehr verschickt, nichts, gar nichts. Solange das Seelengeflecht also so instabil ist, müssen wir deine Reisetage einschränken, um Energie zu sparen. Meine Reisetage einschränken? Ich habe es schon so kaum etwas geschafft. Du kannst die Tage nicht noch mehr einschränken. Ich weiß, aber ich kann es nicht ändern. Wenn mir die Energie ausgeht, wird das Seelengeflecht komplett zerbrechen. Das wird katastrophal sein, für alle. Aber wenn wir zusammenarbeiten, um die Schreine zu reparieren, sollte das Seelengeflecht wieder stabilisieren. Und dir auch mehr Zeit zum Reisen geben. Vielleicht löst das sogar das Problem mit unseren verflochtenen Seelen. Ich weiß, dass es nicht ideal ist, aber es ist besser, als wegen eines zusammengebrochenen Seelengeflechts für immer hier zusammenbleiben zu müssen. Übrigens, wie heißt du? Horsey. Horsey, wie? Schön, dich kennenzulernen. Nun, was sagst du? Bringen wir das Chaos in Ordnung oder nicht? Ja, haben wir denn eine Wahl? Ja, ich habe eigentlich keine andere Wahl. Ich helfe dir. Aber du schuldest mir ein paar gute Erklärungen, okay? Das werden wir sehen. Im Moment ist es am besten, die Schreine in der Umgebung mit Seelenenergie zu versorgen. Wie können wir Schreine mit Seelenenergie versorgen? Woher bekommen wir mehr Energie? Na gut, wie machen wir das? Erst einmal sollten wir die Seelenschlüssel zurückbringen. Schlüssel? Was für Schlüssel? Seelenschlüssel. Sie sind Symbole der Tugend und der Freundschaft, Objekte mit großer spiritueller Kraft. Normalerweise befinden sie sich in den Schreinen in der Nähe, aber einige von ihnen sind während des Sturms verschwunden. Ah, wir suchen also nach einem Dieb. Vielleicht. Dann wiederum ist einer von ihnen während des Sturms einfach ins Gras gefallen. Und ich bin wirklich nicht in der Lage, ihn aufzuheben. Ich dachte, du könntest vielleicht... Du machst Witze, oder? Geh einfach hin und heb ihn auf. Ich bin ein Geist, Dummkopf. Nicht physisches Wesen.
Ich kann Dinge nicht wirklich anfassen, weißt du? Sei ein Schatz und heb ihn auf. Das sollte den Teleportschrein des Flussdeltas wiederherstellen. Das Ding hier? Ist das der Schlüssel? Das da? Bau den alten Flussschrein wieder auf. Okay. Ja. So geht's. Damit sollte das Teleportieren zum Flussdelta einigermaßen machbar sein. Sobald du dort bist, sammle weiter Seelenenergie. Vielleicht versuchst du es mit deinem Handeltalent? Das schien gut zu funktionieren. Mein Handeltalent? Du weißt schon, das Handeln macht die Leute glücklich, genieße ihre Dankbarkeit. Aber du hast alle meine Gegenstände verloren. Richtig, du brauchst wahrscheinlich echte Waren zum Handeln. Hier, wie wäre es damit? Oh, danke. Okay. Das sollte genug sein, um ein wenig zu handeln. Richtig. Oh, eine Sache noch. Das Seelengeflecht und die Schreine sind nicht dafür gedacht, viele Gegenstände zu transportieren. Ich muss dich immer noch mit meiner begrenzten Energie zurückholen, also befürchte ich, dass du vorerst nur einen Gegenstand mit hierher nehmen kannst. Denk deshalb genau darüber nach, was du mitbringen willst, okay? Ein Gegenstand, ja? Begrenzte Reisetage, bringe nur einen Gegenstand mit, repariere das Seelengeflecht, suche nach den verlorenen Schlüsseln. Ein Kinderspiel. Ich würde es nicht so nennen, aber du scheinst den Überblick zu haben. Also dann, ab mit dir. Okay. Wir reisen los. Aber warum kann er denn die Gegenstände mit uns jetzt hierher schicken, aber nicht wieder mit zurück? Das habe ich noch nicht verstanden. Okay, da unten ist noch ein Schrein. Wo wollen wir denn mal hin? Wo geht's denn hier oben hin? Da können wir so eine kleine Runde drehen quasi. Und kommen dann am Strand wieder raus. Wir haben immer nur begrenzte Reisetage. Das heißt, ich würde erstmal nach hier unten gehen, weil ich mal gucken möchte, was das hier ist. Kochunterricht. Am Wegesrand bemerkst du einen älteren Fischer, der über die traurigen Überreste einer leicht verkohlten Mahlzeit gebeugt ist. Er blickt auf, als er dich bemerkt, lächelt und hält dir seinen Teller hin, um dich einzuladen, dich zu ihm zu setzen. Wie schlimm kann das schon sein? Vielleicht nicht, Igitt. Ach komm. Du nimmst den Teller entgegen und nimmst ein verkohltes Stück von irgendwas. Es schmeckt nicht sehr gut und dem Lachen des Fischers nach zu urteilen, steht dir deine Abneigung wahrscheinlich ins Gesicht geschrieben. Es ist schrecklich, nicht wahr? Ich habe versucht, Reisbällchen nach dem alten Rezept meiner Mutter zu machen, aber egal wie oft ich es versuche, es scheint mir nie zu gelingen. Leider ist sie nicht mehr da, um sie zu fragen, was ich falsch mache. Wir fragen mal nach dem Rezept. Der Fischer schaut überrascht rein. Klar kann ich dir das Rezept für Gemüse-Reisbällchen geben. Es ist ganz einfach. Du brauchst nur etwas Reis und Gemüse, das du gerade zur Hand hast. Die Sache ist nur, dass ich nicht mehr weiß, wie lange ich alles kochen muss. Er kratzt sich nachdenklich am Kopf. Vielleicht muss man es gar nicht kochen. Oh, was hat meine Mutter immer gesagt? Jedenfalls mache ich beim Kochen immer etwas falsch, sagt der Fischer, während du dir ein paar Notizen machst. Was würde ich nicht alles für ein paar leckere Reisbällchen mit Gemüse geben? Der alte Mann seufzt wehmütig und schickt dich wieder auf den Weg. Wir haben ein Rezept erhalten, was auch immer uns das bringt. Oh, eine Meerjungfrau. Mhm. Deine Quest für uns oder weiß er einfach noch nicht, was er haben will? Wir reden hier mal. Du näherst dich der schönen... Oh, da brennt Feuer runter. Haben wir nur begrenzt Zeit an den... Oder ist das die Lagerfeuer, die wir abklappern dürfen? Du näherst dich der schönen Meerjungfrau, die auf einem Felsen in der Nähe des rauschenden Wassers sitzt. Sie sieht mit einem Stirnrunzeln zu dir auf. Oh. Wow, ich habe noch nie eine Meerjungfrau gesehen. Ich heiße Pansy, wie heißt du? Anstatt zu antworten, klopft sich die Meerjungfrau auf die Brust und macht seltsame Bewegungen mit ihren Händen und Armen. Ein Tanz? Ein Pantomimenspiel? Ein medizinischer Notfall? Ein Pantomimenspiel. Oh, Charade. Klar können wir spielen. Die Meerjungfrau strahlt und gestikuliert noch enthusiastischer. Leider verstehst du nicht, was sie meint. In diesem Moment entdeckt die Meerjungfrau einen im Sand vergrabenen Zweig. Sie hebt ihn hastig auf und beginnt etwas in den Sand zu schreiben. Ari. Name. Ari. Weiß also Ari. Die Meerjungfrau Ari nickt aufgeregt und schreibt weiter. Keine Stimme. Ah, das macht Sinn. Du kannst also nicht sprechen. Sind wir hier an Ariel angelehnt, oder? Ari nickt und schreibt noch schneller. Finde Ira. Wen? Wer ist das? Ari beginnt Dinge in den Sand zu malen.
Leider sind ihre Zeichenkünste nicht annähernd so gut wie die krummen Buchstaben, die sie geschrieben hat. Es sieht aus wie eine Kreuzung aus Fisch, Biene und Vogel. Ein Fisch, ein Vogel? Keine Ahnung. Ein Vogel? Oder soll das ein Vogel sein? Wo sind seine Federn? Ari verdreht die Augen und wirft den Zweig weg. Entschuldigung. Hey, ich versuche zu helfen, okay? Wie wäre es, wenn ich überall einfach nach dieser Ira frage? Ich meine, irgendjemand hier muss sie doch kennen, nicht wahr? Ari sieht nicht sehr erfreut aus, aber sie nickt und hält drei Finger ihrer Hand hoch. Siehst du? Wenn 3 Leute irgendwas über Ira wissen, werde ich bestimmt irgendwann etwas über sie herausfinden. Okay, sie hätte gerne eine Muschel. Hier. Oh, du bist wohl die Person, die zum Handeln... Oh, da brennt noch einer runter. Ich glaube, wir haben wirklich nur begrenzt Zeit. Du bist wohl die Person, die zum Handeln umherreist. Ich höre viel Gutes über dich. Porsi heißt du, nicht wahr? Genau. Und du heißt? Ich heiße Witz Robin. Eine Frage. Verkaufst du Kokosmilch? Ich habe nämlich eine reisende Person getroffen, die auf der Suche nach Kokosmilch ist. Und zwar im Osten von hier. Ich wette, die hat etwas Gutes zum Tauschen. Ich bin immer froh, wenn ich anderen Reisenden helfen kann. Vielleicht finde ich sie ja morgen. Ich hoffe es. Die Person sah ein bisschen verzweifelt aus. Okay, haben wir Kokosmilch dabei? Ja. Dürfen wir die nicht verkaufen, nicht vertauschen. Haben wir hier silbernes Seerosenblatt. Ein sehr seltenes, wertvolles Seerosenblatt. Noch mehr Kokosmilch. Okay, was haben wir hier? Der möchte Chai. Chai haben wir nicht. Eine Schüssel. Was wollte er haben? Karamellisierter Reis. Sonst noch irgendwelche Sonderwünsche? Das ist wahrscheinlich sehr teuer, ne? Einfach nur mal gucken. Alter. Okay, das ist richtig teuer. Können wir mit ihr auch handeln? Sie hat Muscheln, eine Holzscheibe, Brot und Schilfohr. Können wir vielleicht eine Muschel gegen einen Stock tauschen? Haben wir vielleicht ein bisschen mehr Auswahl, weißt du? Okay. Da gehen wir mal schlafen. Ich weiß halt wirklich nicht, was die Holzdinger oben heißen. Ist das die Zeit, die wir am Feuer verbringen dürfen? Oder ist das unsere Gesamtzeit, die da irgendwie flöten geht? Ich weiß es nicht. Jetzt ist die Frage, ist das die den Kokoskram haben wollte? Wir unterhalten uns mal. Hey Ari, wie geht es dir? Okay, das ist tatsächlich Ari. Ich hatte nur gedacht, vielleicht sehen sie sich ähnlich. Aber hier möchte jemand Kokosmilch und hier auch. Als du am Feuer Platz nimmst, hat Malinda anscheinend gerade die Mahlzeit beendet. Du starrst den leeren Teller mit einem hungrigen Gesichtsausdruck an. Tut mir leid, aber es gibt nichts mehr, was ich mit dir teilen könnte. Aber wenn du das Rezept wissen willst, kann ich es dir sagen. Wasser und Mehl ergeben einen tollen Teig für jede Art von Brot oder Gebäck. Darf ich mir das aufschreiben? Das könnte später nützlich sein. Malinda macht eine großzügige Geste und du ziehst schnell dein Kochbuch aus dem Rucksack. Ohne zu zögern schreibst du die Informationen in dein Kochbuch. Als du fertig bist, bedankst du dich bei Malinda und plauderst weiter. Kombiniere Zutaten, um köstliche Mahlzeiten zu kreieren und die Wünsche anderer Reisender zu erfüllen. Wähle den Wok aus, um ihn aufzustellen. Öffne das Inventar und füge Gegenstände zum Wok hinzu. Die Gegenstände werden gekocht, wenn die Zeit läuft. Jedes Gericht muss die richtigen Zutaten haben und lange genug gekocht werden. Wie stellen wir denn den Wok auf? Warten will ich nicht. Ich will den Wok auf... da können wir den Wok aufstellen. Haben wir Zutaten? Wir haben Mehl, wir haben aber kein Wasser. Mal unser Büchlein. Rezepte, Teig. Wasser und Mehl haben wir aber nicht. Was war das andere? Die Reisbällchen, wo sind die? Warum haben wir die nicht mehr? Die Reisbällchen war doch einfach nur Reis und Gemüse, oder nicht? Das wir aber auch nicht haben. Okay, warte. Der möchte Kokosmilch, Curry, Banane, Mehl.
Der möchte auch Kokosmilch und gedünsteten Reis. Ich können wir den Kokoskram gegen die Zartbitterschokolade tauschen. Kokosnuss-Smoothie. Oh, das scheint nicht zu reichen, ne? Hm. Wollen wir noch ein bisschen Gewürz drauflegen? Auch nicht. Brot? Muschel. Alter, was ist denn das so teuer? Chill mal. Hm. Was hatte der andere nochmal? Curry. Das wird nicht reichen, ne? Das Brot vielleicht noch? Das hat alles nicht genug Wert. Können wir uns die Papaya vielleicht ertauschen? Wenn wir den Schrein berühren, dann gehen wir nach Hause zurück, ne? Dann können wir nur einen Gegenstand mitnehmen. Tauschen? Okay. Unsere Zeit ist abgelaufen. Deine Aktionen pro Lagerfeuer sind begrenzt. Ein Gespräch und ein Handelsversuch kostet eine Aktion. Der Abend endet, wenn du keine Aktion mehr hast. Ah, okay. Lege Holz ins Feuer, um Aktionen wiederherzustellen. Alright. Dann... Ich weiß gar nicht, sind das hier unsere Reisetage? Ah ja, zeigt die Anzahl der Tage an, die du noch reisen kannst, bevor der Geist dich zurück nach Hause zieht. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber, weil ich hier nochmal gucken möchte. Kann ich direkt... Nee, ich kann kein Feuer überspringen. Lieblingsessen. An der Kreuzung triffst du den alten Fischer von vorhin. Wieder einmal scheint er die fragwürdigen Ergebnisse seiner eigenen Kochversuche zu verspeisen. Hallo, hast du das Geheimnis des Gemüse-Reisbällchen-Rezepts geknackt? Nee, noch nicht. Der Fischer zuckt verständnisvoll die Achseln. Irgendwann wirst du es schaffen. Aber wenn das passiert, sag mir Bescheid, okay? Ich möchte wirklich einmal etwas Leckeres essen. Hier können wir... Oh, wir können uns mit mehreren Leuten unterhalten. Ahoi, lange nicht mehr gesehen. Fragt nach Ari. Kapitän, bist du jemals Meerjungfrauen begegnet? Eine von ihnen scheint ihre Stimme verloren zu haben. Ich glaube, sie heißt Ari. Ja, freilich kenne ich die gute Ari. Ich wette, Ari hat wieder die Klingen mit dieser anderen Meerjungfrau gekreuzt. Die weniger auffällige, weißt? Ich suche nach einer Meerjungfrau mit einem Mundwerk wie ein Matrose. Und ich wette, du hast den Grund für die fehlende Stimme ruckzuck gefunden. Ein Mundwerk wie ein Matrose. So. Wir haben also mehr Infos bekommen. Was haben wir hier? Gut, dass du da bist. Grins Kinsey. Wir brauchen noch eine Person für unser Beachball-Turnier. Magst du mitmachen? Eine Gruppe von Reisenden hat sich um das Lagerfeuer versammelt. Sie haben alle ihren Rucksack und ihre Ausrüstung abgelegt und einer von ihnen hält einen Ball aus Palmblättern. Jetzt schauen dich alle hoffnungsvoll an. Yes, wir machen mit. Die Menge jubelt und alle aus deinem Team klopfen dir lächelnd auf die Schulter. Bei dem Spiel musst du viel rennen und du fällst unzählige Male in den Sand, aber am Ende gewinnt dein Team mit 2 Punkten Vorsprung. Erschöpft aber glücklich bedankst du dich bei allen anderen für das tolle Spiel und kehrst zu deinem Rucksack zurück. Ich hatte gerade ganz kurz Angst, dass das alle Aktionen aufbraucht, weil hier kriegen wir noch ein Rezept. Während du am Feuer sitzt, beginnst du mit C. Lex Lewis zu plaudern. Es geht um die Lieblingsrezepte von C. Lex Lewis. Der Schlüssel zu einem guten Brot ist, den Teig lange genug zu backen. Danke für die interessante Info. Du machst ja ein paar Notizen in deinem Kochbuch. Dann setzt du dein nettes Gespräch mit C. Lex Lewis fort, während das Feuer langsam herunterbrennt. Okay, ich möchte aber noch handeln. Chai. Vielleicht können wir das Curry diesmal erhandeln. Was möchte er denn haben? Marmelade und Limonade. Das haben wir beides nicht. Aber ich kann eine Papaya anbieten. Richtig gute Papaya. So? Nein? Schade. Oh, warte mal, wir können Brot kochen. Backen. Lass das mal probieren. Wasser und Mehl. Und das jetzt kochen?
Wie koche ich das? Kocht das von selbst? Muss ich einfach nur abwarten, oder? Nee, das sollst du da schon wieder reinpacken. Ich überspringe jetzt einfach mal eine Zeiteinheit. Haben wir das Brot bekommen? Nee, Teig. Ah ja, Grundteig für Brot oder Kuchen. So die Frage, wie wir den Teig weiterverarbeiten. Das wissen wir, glaube ich, noch nicht, ne? Der Schlüssel zu einem guten Brot ist, den Teig lang genug zu backen. Okay. Wir gehen hier weiter. Oh, der zählt hoch, nicht runter, ne? Ich weiß nicht mehr, wie viele Tage wir insgesamt hatten. Wäre irgendwie smarter, wenn der runterzählen würde. Rezept. Du möchtest gerne Kochunterricht, hm? Nun, Folgendes weiß ich. Wenn du Kokosmilch mit irgendeinem Obst mischt, erhältst du einen exotischen Smoothie. Darf ich mir das aufschreiben? Das könnte später nützlich sein. Sailor Barrett macht eine großzügige Geste und du ziehst schnell dein Kochbuch aus dem Rucksack. Du machst dir ein paar Notizen in deinem Kochbuch. Dann setzt du dein nettes Gespräch mit Sailor Barrett fort, während das Feuer langsam herunterbrennt. Mhm. Können wir uns hier noch unterhalten? Na, Grünschnabel, hast du herausgefunden, warum diese hübsche Ari ihre Stimme verloren hat? Ich habe nichts weiter herausgefunden, außer dass sie eine besondere Meerjungfrau ist. Was auch immer das heißen soll. Du wirst es bestimmt noch herausfinden. In der Zwischenzeit bräuchte ich deine Hilfe. Vor einiger Zeit habe ich mein Holzbein beim Kartenspiel verloren. Und ohne das Ding kann ich nicht meinen Alltag nachgehen. Also bin ich dazu verdammt, den ganzen Tag hier auf meiner Seemannskiste zu hocken. Tja, das ist natürlich Schicksal, ne? Du hast es verloren? Beim Kartenspiel? Diese alte Kröte auf der verfluchten Insel ist ein gemeiner Betrüger. Er hat mich ausgetrickst. Und ich wette, der verhökert es gerade. Tu mir den Gefallen und hol mir mein Holzbein von dem alten Geizhals zurück. Und danach werden wir uns mal mit dieser Meerjungfrau Ira unterhalten. Ich wollte sie schon immer ein bisschen besser kennenlernen. Es ist immer gut zu wissen, wo du gute Leute für deine Crew finden kannst. Mach ich. Ich werde mal sehen, ob der Frosch etwas darüber weiß. Ich weiß nicht, ob wir noch genug Tage dafür haben. Honigwabe. Wollen wir uns die vielleicht ertauschen? Gegen eine Papaya? Die Papaya ist mehr wert. Vielleicht Muschel haben wir schon, eine Kokosnuss noch dazu? Oder überspannen wir damit den Bogen? Ah, schade. Dann vielleicht nicht die Papaya, sondern das Brot. Oh. Probier das mal mit der Muschel. Ah ja, wunderbar. Honigwabe haben wir gekriegt. Ich möchte gerne Marmelade. Haben wir aber nicht. Das Curry schon wieder. Das werden wir nicht kriegen. Wachsblume. Wie teuer ist eine Wachsblume? Brot? Nein. Papaya? Auch nicht. War ein Versuch wert. Zeit zum Schlafen. Kehre nach Hause zurück. Okay, jetzt holt er uns schon zurück. Schade. Ich dachte, wir hätten noch einen Tag. Einen Gegenstand können wir uns aussuchen. Dann würde ich die Honigwabe mitnehmen wollen, glaube ich. Oder das Brot? Ne, wir nehmen mal die Honigwabe mit. Mal gucken. Unterhalten uns erstmal. Wusstest du, dass es im Flussdelta Meerjungfrauen gibt? Klar, da gibt's viele. Man könnte sagen, dass sie die Dinge im Delta über Wasser halten. Ich bin den ganzen Tag hier. Ich dachte immer, dass Meerjungfrauen gut singen können. Aber die ich getroffen habe, hatte nicht mal eine Stimme. Was meinst du damit? Sie konnte nicht sprechen, musste ihren Namen in den Sand schreiben. Sie heißt Ari. Ari? Ari hat ihre Stimme verloren? Du kennst sie also? Ich habe schon von ihr gehört. Ich wusste aber nicht, dass sie ihre Stimme verloren hat. Ich frage mich, wie sie es geschafft hat, so viel Mist zu bauen. Du denkst, sie ist schuld daran? Sie sieht vielleicht nicht so aus, aber soweit ich weiß, lästert Ari gerne. Vielleicht ist ihr das nicht so recht bekommen. Okay. Gut, ich würde aber sagen, ich habe gerade mal auf den Timer geschaut, meine Güte. Was können wir hier denn alles machen? Warte mal, bevor wir jetzt beenden, gucken wir mal. Verbessere deinen Lagerraum, um seine maximale Kapazität zu erhöhen. Okay.
Dann können wir wahrscheinlich 2 Gegenstände mit nach Hause nehmen. Was ist hier? Baue dein Haus um, damit es sich mehr wie ein Zuhause anfühlt und vergrößere deinen Rucksack. Repariere das Dach, füge deinem Rucksack 2 zusätzliche Slots hinzu. Oder ist das Upgrade für uns, damit wir mehr Sachen mitnehmen können? Mache dein eigenes Lagerfeuer vor deinem Haus, um zu Hause zu kochen. Mache ein Feuer und stelle einen Wok auf. Füge die Fähigkeit hinzu, im Haus zu kochen. Mhm. Ach, hier brauchen wir Holz für. Okay. Erhöht die Größe des Lagers um 4. Heißt das, wir können hier jetzt Sachen einlagern und hier lassen? Nee. Okay, das leuchtet mir jetzt noch nicht so ganz ein, was das jetzt genau verbessert. Das werden wir rausfinden. Wenn du den Schrein verbesserst, wird das Seelengeflecht stabiler. Das bedeutet, dass du länger reisen kannst. Ich glaube, den upgraden wir mal. So, was haben wir hier noch? Hundehütte. Ein gemütliches Hause. Ein gemütliches Zuhause für einen Hund. Die Macht der Freundschaft erhöht sogar Knacks Stärke, sodass du mehr Gegenstände zurückbringen kannst. Erhöht. Warte. Ein gemütliches Zuhause für einen Hund. Die Macht der Freundschaft erhöht sogar Knacks Stärke, sodass du mehr Gegenstände zurückbringen kannst. Dein Band erhöht die Gegenstände, die du am Ende deiner Reise mit nach Hause nehmen kannst, auf 2. Ah, okay, den müssen wir also zuerst upgraden hier. Da brauchen wir aber noch Holzbarren für. Das heißt, wir müssen nächstes Mal auf jeden Fall Holzbarren mitnehmen, wenn wir zurückkommen. Ja. Gut, ich würde aber sagen, für die erste Folge reicht das erstmal. Mir gefällt das Spiel sehr gut. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch mit dem Zuschauen ist. Da müsst ihr mir mal Bescheid sagen, ob es euch zusagt oder nicht. Baue den alten Bergschrein wieder auf. Freischalten, um dich in die Berge zu teleportieren. Aha. Baue den alten Flussschrein wieder auf. Reduziere die Kosten für den Versand von Gegenständen aus dem Flussdelta nach Hause. Okay. Es gibt hier also viel zu tun tatsächlich. Hier haben wir noch einen, warte. Waldschrein. Ja, lasst mich gerne wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und natürlich möchte ich auch gerne eure Gedanken zu dem Game erfahren. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich über ein Like. Das zeigt mir auch, dass ihr halt eben mehr davon sehen wollt und das Video sehr gerne mögt. Oder beziehungsweise das Game gerne mögt. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Abo, wenn ihr mehr von solchen Games sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, warum ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.